Ja, hier geht es jetzt zum eigentlichen Weinberg. Boah, müssen wir hier planieren und pflegen und hier Spaß. Und nebenher natürlich noch YouTube-Videos für euch machen. Tja. Tja, wird ganz schön steil, ne? Okay. Was steht denn da für ein dicker Stamm? Das sind nur die Stützen vom Draht für den Wein. Ne, ich meine ganz oben da. Ach, das ist schon von der Straße oder was? Elektrizitäts. Okay. Heftig. Ah, der Wein hier sieht aber auch gepflegt aus. Das sieht besser aus, aber er hat auch ein bisschen wie heißt das? Mehltau. Aha. Ja, mal hoch. Aber sieht Gott sei Dank nicht danach aus, dass es regnet. Ja, und hier sind die Weinstücke, ne? Ja, das ist alles unseres. Wahnsinn. Gehört das Becken auch? Ist es noch auf unserem Grundstück? Ja, Ja, dann gehört diese Seite auch alles dazu. ja, sicher. Sicher. Hat Maria Florencia doch gesagt. Ja. Ihr Vater hat das gebaut, das Becken. Gut. Ja, dann haben wir drei große Becken. Ja. Also an Wasser mangelt es uns nicht hier, ne? Ja, da unten wohnen wir irgendwo, ne? Ja, das ist die Hälfte des Grundstücks. Was wir jetzt mal so abgegangen sind, so ungefähr. Mit Unsicherheiten. Ja, die zweite Hälfte des Grundstücks. Ja, da ist mir vollkommen keine Ahnung. Ja, komm bis zur Straße, dann kannst du das auch noch zeigen. Unglaublich. Ja, das wird noch peng. Gott sei Dank haben wir hier in der Nordecke von Madeira keine Waldbrandgefahr. Und somit können wir uns einfach mal erkundigen in der Gemeinde, wie das ist mit den Sicherheitsgrenzen zwischen den Grundstücken. Normal muss man zwischen den Grenzen immer 5 Meter roden bis zum Nachbarn. Ja, das gehört, ja. Aber es gibt bestimmt irgendwo eine Möglichkeit, wie man da möglicherweise hochkommt. Ja, 5000 Quadratmeter kommen hier oben noch von uns. Keine Ahnung, wie, wo, warum und wie wir da hochkommen. Tja. Kümmern wir uns noch drum. Und das hier ist das Wasserbecken. 4 mal 4 mal 4. Ja, das sind 16 mal 4, sind
32, 64 Kubikmeter, ne? Ja. Falls es mal trocken wird. Im Extremsommer kann es schon mal trocken werden, so im Juli, August. Aber wenn man Wasserspeicher hat, 3 Monate hält man das locker aus hier. Ist halt die Nordseite, ne? Tja, und jetzt stehe ich hier, ich Amateur, und bin so schlau als wie zuvor. Die kommen wieder hoch. Wirklich nicht wundern, wenn es da überhaupt gar keinen Aufgang zu gibt. Dass sie da vor 30, 40 Jahren womöglich mal irgendwas angepflanzt haben. Ja, und da irgendwo versteckt so eine Mini-Treppe ist. Und von da an muss man sich dann mit der Machete vielleicht dort, könnte ich mir vorstellen. Dort irgendwo, dass man sich dann hier reinbuddeln muss mit der Machete. Und dann hoch. Ja, da kommen noch 5000 Quadratmeter, ne? Das ist... Tja. Vielleicht war auch noch nie jemand auf diesem Grundstück und das ist einfach da, weil es irgendjemandem gehören muss. Jetzt gehört es uns, aber da kannst du nicht drauf, da kannst du nichts machen. Der einzigen Gedanken, den ich hatte, da rechts die Straße entlang, dass man sich da irgendwie hochbuddelt dann mit der Machete. Wobei ein bisschen flacher wird es da nach den ersten 5 Metern. Ein bisschen flacher wird es, ne? Da steht auch ein Baum. Aber wie man da hochkommt, ist die andere Frage. Also ich werde mich hier auf jeden Fall mal mit einer Machete durchzubuddeln versuchen. Wir werden das mal ins Auto stecken und darauf fahren. Ja, ja, die Straße hier kurz hoch. Aber die geht dann da so lang. Aber jetzt macht die geht da so lang. Ja, aber die geht dann... Wir werden das anschauen. Ne? Das werden wir sehen. Na, wäre ja schön, wenn man hier noch irgendwie mit Baumstümpfen Pilze züchten könnte oder sonst was. Ne? Feucht ist es hier, luftig ist es ja auch. Nicht zu viel Sonne. Und da wachsen Bäume, ne? Also ich meine, da ist Erde und so, muss da sein. Ja. Falls unter unseren Kollegen, die unseren Channel angucken, irgendwelche Bergsteiger sind, sie sind hier wirklich willkommen für Kost und Logis. Ja. Wobei, da braucht man eher eine Art Tarzan, die sich dann von Liane zu Liane schwingt. Ja, krass. Ja. Aber Florenz hat gesagt, man kann hier Holz schlagen, man muss einfach die Genehmigung der Gemeinde haben. Ja. Und dann darf man sich das Holz schlagen, um zu Hause zu heizen. Ja. Und darum muss es schon irgendeinen Zugang haben. Eigentlich. Ja, wir werden ihn noch mal mit dem Auto ein bisschen rumfahren. Sehr wahrscheinlich, wenn wir gleich zum Hotel fahren, da gucken wir noch ein bisschen rum. Ja. Aha. Ja, ihr seht ja, es ist Urwald, undurchdringlich, da kommst du nur mit einer Machete durch. Ne? Ja. Und da musst du den Weg merken, weil nach 3 Wochen ist alles wieder zu. Ja, jetzt haben wir die Möglichkeit, gemütlich die Straße runter und zu uns zu laufen. Nee. Oder den Weg wieder runter, den wir gekommen sind. Ja. Okay. Ist aber nicht ganz ohne, ne? Ich wollte mal da vorne noch gucken. Hier könnte man auch hoch, glaube ich. Nein. Ja, Machete. Weg machen. Da ist mal ein Stein runtergerutscht. Aber Ja. es ist kein Weg. Ja. Und Erosion hat es hier gegeben, ne? Das ist schon so. Auto. Wir werden das schon finden. Ich vermute dort, wo die Mauer niedriger wird. Dort hinten.
dass man sich dann so hochbaggern kann. Irgendwie. Aber ja, müssen wir nicht jetzt gucken, Schatz. Müssen wir nicht jetzt gucken. Oder? Aber siehst du, wie relativ, also wie flacher es da wird, da wo die Mauer aufhört? Ja. Ja, werden wir schon herausfinden. Ne, komm. Da gehe ich jetzt schnell gucken, ob es da eine Möglichkeit gibt. Ja. Oben ist eine Mauer, schau mal. Aha. Aha. Da gibt es auch einen Weg. Sind da vielleicht noch Terrassen? Aha. Und die gehören dann uns? Ja, das sind unsere Terrassen. Und dann gibt es hier irgendwie die Möglichkeit, ja, boah, krass, okay, Machete, Ja. Machete und dann da hoch. Im Eisenwarenladen. Aha. Machete. Und dann dort hoch, oben zu den Bäumen dort. Ja, okay. Boah, das wird schwierig hier. Das wird sportlich. Aber naja, das ist halt unser Grundstück, ne? Ja, das wird schön. Ja, wahrscheinlich war ja alles ein Grundstück und die Straße Ja. zumindest so breit gebaut. Aber vielleicht ist es nur ganz schmal. Ja, das Grundstück da oben war schon im 19. Jahrhundert mit dem hier unten verknüpft, ne? Und dann kam halt diese Bundesstraße irgendwann. Oh, das gibt Spaß. Da oben dann hoch. Okay. Ja, muss man halt saubere Schuhe, Handschuhe, Machete und dann vorwärts. Geil. Ja, was haltet ihr davon? Hä? Kommentare immer wieder gern gesehen. Puh. Overwhelming. Tja. Ich kann es mir immer mehr vorstellen. Ein neues Leben auf Madeira. Hä? Das ist seit gestern unsers. Pff. Okay. Ja, jetzt können wir uns auf den Marsch nach unten machen. Auf die Wanderung. Wir können ja auch eine Rutschbahn einbauen. Eine Rutschbahn, wäre toll, ne? Mhm. Nee, ist zu gefährlich, weil die muss ja irgendwann stoppen. Ja, da muss dann am Schluss eine Spirale machen zum Abbremsen. Jo, ins Wasserbecken. Pass bloß auf, ne? Nass bin ich ja schon. Mhm. Pass bloß auf. Oh, rutschig. Ja, es ist bergab, Schatz. Also mir graut da jetzt schon. Ich würde am liebsten die Straße nehmen. Weil wir sind da auch nicht vernünftig angelegt. Hier auf den Steinen geht's jetzt noch, ne? Ja, 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 ja. Ich ja auch, ich ja auch. Ne? Also gehen wir die Straße entlang. Gehen wir die Straße Wir sind entlang. dafür die Autos. Ja, so viel dazu. Gehen wir halt die Straße entlang.
Ich habe Sandalen an und spätestens auf der zweiten Etappe hätte ich mich auf die Fresse gelegt. Zeig mal deine hübschen Sandalen. Nee. Wie war das mit vernünftig? Ja, und an diesem Grundstück hier sind wir auch noch interessiert. Hier sieht man die Grenze. Ja, da sieht man die Grenze schön, ja. Schön bewirtschaftet wird. Ja. Und links daneben alles zugewuchert mit Wein. Ja, mit dem Haus darunter. Satellitenschüssel. Ja, Internet, da bin ich mal gespannt. Das machen wir übermorgen. Telefon und Internet. Da bin ich gespannt, was hier so möglich ist. Also mit 10 Mbit wäre ich schon zufrieden. Ja, wäre ich schon zufrieden mit. Ja, schon krass. Ja, unser Tal. Und dann mal gucken, was hier so im Laufe der Jahre passieren wird mit uns. Ja, wir werden gute Madeirenser werden. Da gehe ich schon von aus. Ja, das ist schon krass, wenn man statt sein Grundstück runterzugehen, einfach die Straße nimmt. Aber das werden wir noch lernen. Jetzt können wir euch einfach mal so auch Barranca ein bisschen zeigen, die Ortschaft hier zeigen. Was heißt Ortschaft? Das reicht nicht mal für eine Ortschaft. Normalerweise. Ja, Natur, hä? Die gibt's hier. Natur gibt's hier. Tja, das scheint ein längeres Video zu werden, hm? Aber ja. Wer hätte das gedacht? Ja. Ein langer Weg zurück. Tja, lieber lang gelaufen als kurz gefallen, ne? Die Schuhe. Hesch, ich nicht. Doch. Dann läuft das Wasser gleich wieder raus. Ja, und das Haus, an dem wir hier vorbeikommen, ist auch zu kaufen. Also wird verkauft.
Und das war, glaube ich, gar nicht so teuer. Das hat, glaube ich, nur 130 gekostet. Sieht noch ganz passabel aus, aber hat kaum Land. Kaum Land. Ich glaube nur so rundherum so 500 Quadratmeter oder so, so ein bisschen. Ne? Also ich brauche nicht so viel Wein auf dem Grundstück, dafür liegen noch Obstbäume. Also Ja, andere Sachen. ja, der Gedanke ist mir auch schon gekommen. Weil wir wollen ja keinen Wein produzieren, oder wir trinken auch nicht so viel Wein. Das ist die typische madeiranzische Blume. Ja. Ja, da können wir uns dann überlegen, unten, wo er sowieso krank ist, ob wir dort nicht gleich was anderes hinpflanzen. Ja, aber das sind Ja, das kommt dann am Schluss. unsere tertiären, quartären Probleme. Ne? Ja. Kannst du mal bitte halten? So, jetzt filme ich mal richtig. Ja. Okay. Oh, YouTube, ne? Oh. Ja, Da sieht man ist das hier, Tal ne? richtig. Jo. Und in der Mitte ist das Haus. Unser neues Haus. Ganz in der Mitte im Tal. Ja. Boah, sieht schon von hier schön aus, ne? Ein kleines Schloss. Ja. Unser kleines Schloss. Jo. Und da sieht man auch den Verlauf vom Grundstück, wie es dann so langsam bergauf geht. Ja, und das muss ziemlich bis ganz oben gehen. Ja, bis ganz oben da, wo man die blanken Felsen sieht. Bis dort oben geht das. Einfach ein schmaler Streifen. Und das war ziemlich genau dort, wo wir auch geguckt haben. Ja, cool, hä? Ja. So, willst du noch weiter filmen? Das ist gut. Ja, jetzt gehen wir mal die Straße hier weiter bis nach Hause, ne? Ja, hier haben sie heute ein Schwein geschlachtet. Ja. Da hängt noch was. Jo. Ja. Das arme Schwein. Ja, zeigen wir uns mal hier so ein bisschen den neuen Nachbarn, ne? Ja. Huch. Oh, Avocados. Mhm. Ein paar Avocados. Mäh. Mäh.
Oh, das sind... Kleines, guck. Jö. Schöner. Jö. Hunger auch noch. Ja, sowieso. Jö. Ja, und Avocados. Und jetzt merke ich, dass ich Hunger habe. Richtung Auto. Ja. Pipinella über die Straße. Da bin ich so cool. Jo. Da bin ich so wie Raureif. Aha. Aha. Ah. Okay. Hier an unserer Mauer entlang. Tja, den räumen wir mal weg, ne? Jo, jetzt sind wir wieder hier unten bei uns im Tal, an unserem Wasserfall. Ja, ein ganz schön langes Video ist das geworden, aber wir hoffen, euch hat es gefallen. Falls ihr noch weitere Anregungen habt für unsere Sache hier, immer her damit, liked unsere Videos, abonniert unseren Kanal, es kommen ständig neue News. Ja, das gibt uns auch Motivation, hier mit diesem Projekt weiterzumachen und vor allen Dingen mit dem YouTube-Kanal weitermachen. Tja. Und jetzt sind wir wieder an unserem Haus hier, hä? Viel zu tun. Ja. Was mich auf die Idee bringt, eigentlich müssten wir das Untergeschoss noch filmen. Aber das mache ich in einem separaten Video jetzt gleich. Damit die Logistik erhalten bleibt. Ja, das hier ist die Garage. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Jetzt kann ja auch ein Dach auf die Garage. Oder hat man hier riesen Platz zum Malen oder was auch immer? Wenn das statisch okay ist. Ja. Na. Ja.
Jetzt machen wir erstmal noch Pause, genau. Jetzt machen wir Pause. Und jetzt kommen die ersten Nachbarn zu uns, oder was? Ja. Pause. Ja. So, dann gehen wir uns noch unten die Räume anschauen. Wir sind noch mal schnell über die Pläne gegangen, die uns da gegeben wurden. Oben das Stockwerk hat ungefähr 108 Quadratmeter. Und hier unten kommen noch mal 75 oder was waren das? Ja, das ist eigentlich ein neuer Raum. Oh, der ist ja auch schon leer. Ja, ja. Ist ja Hammer. Aufmachen, ne? Ach, es geht auch das Licht. Ja, das Licht geht schon. Ja, hier in diesem Raum habe ich mir vorgestellt, könnte man eigentlich ein Bad machen. Das Einzige, was nicht passt, das hat wirklich nur diesen Zugang von vorne. Und ich hätte gern, wenn möglich, sogar einen Zugang aus dem Haus oben. Aber da wäre es eventuell möglich, eine Treppe zu bauen, dort wo jetzt das Bad ist. Also das Bad, was man noch benutzen kann. Das wäre eine Idee. Aber da kann uns dann der Detlef, ja. Der Detlef wird uns das sagen. Ja. Das ist dieser Raum, ja, da ist Feuchtigkeit, die drückt von außen rein. Da muss man sich auch mal was einfallen lassen. Nichts Weltbewegendes. Nichts Weltbewegendes. Ja, jetzt kommen wir in den rechten Kellerraum. Ja, und hier ist das Fenster, hier kommt noch ein Fenster rein. Der Raum ist so schön groß. Oh Mann. Aber ja, hier haben wir halt noch irgendwo möglich Safety Issues oder so. Die Balken sind auf jeden Fall noch sehr gut erhalten, denke ich mal. Kannst du mit deinem Handy ein bisschen Licht machen oder hast du das jetzt oben? Das ist mein Handy. Mein Handy. Ja. Ne? Auf jeden Fall ist es hier trocken. Ja. Hier ist Beton, ne? Und wie man hier sehen kann, ja, die sind so gerade eben, reichen die für mich hier zum Stehen, die Balken, ne? So gerade eben. Es wäre toll, wenn man hier noch irgendwie 5 cm rausnehmen könnte. Hier aus diesem Boden. Das wäre schon besser. Ne? Hier die Tür, ja. Fetter Querbalken. Ja, puh. Wäre schon gut, wenn wir hier noch 5 cm rausnehmen könnten. Vielleicht können wir auch einfach den Lichtschalter betätigen. Haben wir gestern schon getestet, lass das. Bitte. Ja, was guckst du? Aber die Taschenlampe ist. Auf dem Desktop. Ja. Ja, 5 cm wäre mir ganz lieb, wenn man die hier noch rausnehmen könnte. Aber da muss der Detlef gucken. Ja, boah. Und dann hier eine neue Treppe hoch. Die Bausubstanz ist super. Die ist einfach super.
Aber ist halt ein bisschen niedrig, ne? Aber jetzt sehe ich das erstmal. Hier zur Tür hin wird der Boden schon etwas höher. Oder vertue ich mich? Guck mal, jetzt über meinem Kopf, hier stehe ich jetzt gerade. Mhm. Und wenn ich hier hingehe... Ist dasselbe. Dasselbe? Ja, da hängt nur was unter der Okay, Decke. okay. Ich meine, ja, 5 cm hier vom Beton wegnehmen. Ne, und hier die Tür, ja, hier hängt jetzt der Balken davor. Man wird sich hier ducken müssen. Man wird sich einfach hier ducken müssen, um in den anderen Raum zu kommen. Ja. Dein Handy hat leider keine Batterie mehr. Okay, dann müssen wir das gleich aufladen. Ne? Gut, dass wir 2 haben. Also es sind eben klar die schönen Steine, ja, die man schön zur Geltung bringen kann. Ja, die werden wir, glaube ich, auch wieder freilegen. Die schönen Mauern, die will ich sehen. Und hier womöglich neue Türen rein, damit mehr Licht in die Räume kommt. Tageslicht ist natürlich schon eine coole Sache, ne? Mhm. Weil hier ein Fenster reinzumachen ist fast unmöglich. Das müssten wir da unterhalb des Stromanschlusses, müssten wir da ein Fenster reinfräsen oder wie auch immer. Aber die Mauer ist ja 80 cm dick. Das ist... Puh. Ja, Detlef, wo bist du? Wir brauchen dich. Ja. Ja. Und hier 5 cm rausnehmen mit dem Presslufthammer. Das wäre schon dann cool. Und wofür wir das hier nutzen im Endeffekt, ja, müssen wir uns noch überlegen, ne? Das könnte auch so eine Art Lagerraum werden oder ja, irgendwas anderes. Mhm. Ne? Holla! Auch Wohnraum. Ja, Wohnraum, aber was, ja. Schlafzimmer für mich? Ja, kann man machen. Ne? Weil es ist ja nicht feucht. Nee. Nee, im Allgemeinen nicht. Und das Fenster kann man auch frei machen natürlich, da ist alles zugestopft. Ja. Wir könnten ja auch Schlafräume reinmachen. Ja, aber cool würde ich das hier finden, weil der Raum, der ist so schön groß. Und das ist mit Computerraum? Eben. Ja, also? Den könnte man hier reintun, ne? Den könnte man hier reintun. Räume, wenn du da die ganzen Gestelle mal, wenn du die rausgenommen hast, hast du Platz. Aber dann müssen wir halt gucken, wie das mit den Balken ist. Was wir hier generell überhaupt mit dem Holzboden machen, das wird eine der großen Fragen sein, die wir noch beantworten müssen. Was machen wir mit diesem Holzboden? Holzboden ist schon cool. Ist eine coole Sache. Ich habe deine Machete gefunden. Oh, Chaka. Ja. Tja, Leute. So sieht's aus. Das ist so das Rohstadium. Mhm. Und das ist jetzt unsers. Chave. Chave. Chave de la Casa. De la Casa. Chave de la Casa. Das ist aber ein schöner Schlüssel. Jo. Uralt. Ist bestimmt älter als wir beide zusammen. Ich glaube, der hat kein passendes Schloss mehr. Ja, und allein die Aussicht hier aus diesem Raum, das ist einfach, ja, uralt, ne? Schön. Und der Wasserfall. Ja, ich meine, kaum toppbar, ne? Gut, den Stecker muss man sich jetzt wegdenken, der da im Bild hängt. Aber, ne? Messi. Tja, kaum zu toppen. Hallo Stecker. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir reicht es erstmal für heute. Wir haben wieder so viel gemacht, so viel erlebt heute.
Und wir müssen jetzt erstmal zu Carlos, um irgendwas zu essen, würde ich sagen. Schönes brasilianisches Abendessen wird es heute geben. Yummy. Ja Leute, wir hoffen, euch hat das wieder gefallen, was wir euch da präsentiert haben. Für uns ist es ein heftiges Abenteuer. Wir hätten uns das vorher nie gedacht, dass das alles so spannend wird. Wir hoffen, ihr begleitet uns in den nächsten Monaten auf unserer Reise hier nach Madeira. Und wir werden euch mit spannenden neuen Sachen versorgen, noch und nöcher. Und wir werden euch auch noch die gesamte Insel zeigen, nicht nur dieses Haus. Und lasst Feedbacks da. Ja, abonniert unseren Kanal. Ja, wir freuen uns. Bis später.